Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Führung durch unser Deutsches Marinemuseum. Heute widmen wir uns den deutschen Marinen im Kalten Krieg, den deutschen Marinen, weil es ab 1956 zwei Marinen auf deutschem Boden gab, die Bundesmarine in Westdeutschland und die Volksmarine in der DDR. Die Welt des Kalten Krieges sehen wir hier auf dieser Karte vor uns. Im Westen das Militärbündnis der NATO, dominiert von den USA. Im Osten das Militärbündnis des Warschauer Vertrages, dominiert von der UdSSR. Wenn es allerdings nach dem Willen der Alliierten 1945 gegangen wäre, dann hätte es diesen Raum nie gegeben. Denn 1945 war in Potsdam beschlossen worden, dass Deutschland vollständig demilitarisiert werden sollte. Das Land wurde in 4 Besatzungszonen unter den alliierten Siegermächten aufgeteilt. 1945 hat die deutsche Bevölkerung andere Sorgen als die Wiederbewaffnung. Das Land ist allenthalben von den Folgen des Krieges gezeichnet. Mangel ist überall spürbar. Ein Symbol dieses Mangels wird beispielsweise dieses Küchensieb. Es handelt sich um einen ehemaligen Wehrmacht-Stahlhelm. Überall gilt es zu improvisieren. Ehemalige Parteiflaggen werden zu Abendkleidern, Wehrmachtmäntel werden umfunktioniert. Bis in die Mitte der 1950er Jahre müssen Lebensmittel rationiert werden. Hochwillkommen ist die Hilfe des amerikanischen Marshallplans. Deutschland ist voll mit sogenannten Displaced Persons, mit Personen, die keine Heimat haben, deren Wohnungen zerbombt sind, die in die Lager verschleppt worden waren und sich jetzt mühsam auf die Suche in eine neue Heimat machen. Hier wird die Kieler Bevölkerung aufgerufen, solche geflüchteten, heimatlosen Personen aufzunehmen. Sie sind keineswegs überall willkommen. Jeder ist sich der Nächste. Mit dem Militär hat erstmal keiner mehr was am Hut. Man braucht das ehemalige Militär, aber um die Folgen des Krieges zu beseitigen. Die Labour Service Unit oder die German Minesweeping Administration sind 2 Verbände, in denen ehemalige Minenräumeinheiten der Kriegsmarine noch fortexistieren, um die zahllosen Seeminen in Nord- und Ostsee zu beseitigen und den Seeverkehr wieder sicher zu machen. Sie leisten einen wichtigen Anfang. Tatsächlich aber findet man bis heute noch Spuren dieses vorangegangenen Krieges. Bereits 1946 erwähnt der britische Premierminister Sir Winston Churchill, dass ein eiserner Vorhang durch Europa niedergegangen sei, der die Machtsphäre der UdSSR und der westlichen Allianz trennt. Und mit dem Niedergang dieses eisernen Vorhangs beginnt auch die Wiederbewaffnung auf beiden Seiten dieses Vorhanges wieder an Bedeutung zu gewinnen. Ein Objekt, was wir Ihnen dazu zeigen können, haben wir hier drüben in dieser Vitrine. Wir sehen hier eine Sturmhaube und einen zivilen Treuer des vormaligen Korvettenkapitäns Hans-Helmut Klose, der später die Schnellbootwaffe der Bundesmarine aufbauen wird. Mit dieser Bekleidung dient er in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre im sogenannten Baltic Fishery Protection Service. Mit ehemaligen Schnellbooten der Kriegsmarine verbringt er im Auftrag der Briten in einer Geheimdienstoperation Agenten ins Baltikum, die dort den antikommunistischen Widerstand schüren. Das ist ein gutes Objekt, um zu zeigen, wie bereits vor der offiziellen Wiederbewaffnung das Thema der Militarisierung wieder an Fahrt gewinnt. Das Gleiche können wir auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs betrachten, unter dem Namen Kasernierte Volkspolizei und Kasernierte Volkspolizei See beginnt
in der DDR, in der späteren, bereits der Aufbau von paramilitärischen Streitkräften, aus denen später verzugslos die Nationale Volksarmee bzw. die Seestreitkräfte, die später als Volksmarine bezeichnet werden, hervorgehen werden. Der Kalte Krieg ist geprägt von dem ideologischen Gegensatz der beiden Militärbündnisse NATO und Warschauer Pakt. Beide deutsche Nachkriegsstreitkräfte, deren Gründung 1955/56 erfolgt, sind fest in die Strukturen ihrer jeweiligen Militärbündnisse integriert. Deutlich wird dies etwa an der Integration später der bundesdeutschen Verbände in die NATO-Großverbände, etwa der Standing Naval Force Atlantic, deren Wappen die Schiffe am Schornstein führten, wie hier zu sehen. Unangefochtene Führungsmacht des westlichen Bündnisses sind die USA. Wir sehen hier das Schulschiff Deutschland, das die Bundesmarine bis 1989 in Dienst gehalten hat. Es diente der Offizierausbildung und sehen es hier unter der Golden Gate Bridge vor San Francisco als Symbol für diese amerikanische Führungsrolle. Im Kalten Krieg besitzt alles Amerikanische oder vieles Amerikanische einen hohen Leitwert auch in der Populärkultur und einen hohen Stellenwert in der westlichen Kultur. Ähnlich verhält es sich in der DDR mit der UdSSR, wobei man immer sagen muss, es hat auch etwas mit einem Wunschdenken zu tun, dass diese Leitkulturen immer so hochgehalten werden. Ein wesentliches Charakteristikum dieses Kalten Krieges, was dazu führt, dass er nie zum heißen Krieg wird, ist der atomare Gegensatz, die atomare Hochrüstung. Nach dem Abwurf der beiden Atombomben im August 1945 über den japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima beginnen beide Supermächte sich zu Atommächten aufzurüsten und sie beschaffen ein Waffenarsenal, das um ein Vielfaches oder das reicht, um die Welt vielfach zu vernichten. Die Angst, dass ein atomarer Erstschlag automatisch die eigene Vernichtung nach sich zieht, im Zeitalter der massiven Vergeltung, führt dazu, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens im Grunde genommen nie kippt und ein fragiles Gleichgewicht entsteht. Beide Supermächte sind bestrebt, beide Militärbündnisse sind bestrebt, dem jeweiligen Gegner ihre Fähigkeiten in Großmanövern vor Augen zu führen. Sie sind älteren Zuschauern wahrscheinlich vor allem in Form der Herbstmanöver gegenwärtig. Es gab sie auch zur See, wie das Manöver Waffenbrüderschaft 70 oder 80, was die Seestreitkräfte des Warschauer Vertrages gemeinsam übten. Gleichwohl greift man zu kurz, wenn man sich den Kalten Krieg als ein statisches Gebilde vorstellt, in dem sozusagen nichts passiert. Es ist ein sehr fragiles Gleichgewicht von hoher Dynamik. Schauen wir uns noch einmal diese Karte an. In der Zeit des Kalten Krieges gibt es eine Fülle regionaler Konflikte, die mitunter als Stellvertreterkriege, als sogenannte, zwischen den beiden Militärbündnissen geführt werden, wo die Militärbündnisse die regionalen Konfliktparteien unterstützen, um einfach nur mal einige dieser Konflikte zu nennen, die in diese Zeit des Kalten Krieges fallen. Eine Konfliktregion bleibt der Nahe Osten. 1947/49 kommt es zum Palästinakrieg, ein ganz wichtiger Konflikt, gerade für unsere bundesdeutsche Geschichte, ist die Berlin-Blockade von 1948/49. 1950 bis 1953 wird in Korea Krieg geführt. 1953 weniger ein Krieg als ein Konflikt. Erhebt sich die Bevölkerung der DDR am 17. Juni 1953 erfolglos im Volksaufstand.
1954 kommt es zum Algerienkrieg. 1955 beginnt der Vietnamkonflikt, der bis 1975 dauert. 1956 kommt es zum Ungarnaufstand. Im selben Jahr kommt es zur Suezkrise. In Guatemala kommt es zum Bürgerkrieg, der bis 1996 währt. 1961 erfolgt die erfolglose Invasion in der Schweinebucht. Direkt im Jahr danach die Kuba-Krise um die erfolglose Stationierung von sowjetischen Raketen auf Kuba. 1967 kommt es zum Sechstagekrieg zwischen Ägypten und Israel. Dieser Konflikt wird über viele Jahre in verschiedenen Formen immer wieder aufbrechen in dieser Region. 1968 kommt es in der Tschechoslowakei zum Prager Frühling, 1975 zum Bürgerkrieg im Libanon, der bis 1990 währt. In Angola kommt es 1975 zum Bürgerkrieg. 1979 marschiert die UdSSR in Afghanistan ein. In Mittelamerika kommt es in El Salvador und Nicaragua 1980 und 1981 zum Konflikt und 1982 kommt es vor den Falklandinseln zum Konflikt, zum Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien. Schließlich kommt es 1982 im Libanon erneut zum Krieg. Wir sehen eine Vielzahl von Konflikten, die das Bild vom starren, kalten Krieg, in dem nichts passiert, deutlich in Frage stellt. In dieser Zeit haben beide deutsche Streitkräfte die Gemeinsamkeit, dass sich zunächst einmal ihr Einsatzraum auf die Ostsee konzentriert, während die Volksmarine den Auftrag hat, im Konfliktfalle die Zugänge aus der Ostsee freizukämpfen, soll die Bundesmarine das genau verhindern und hat den gegenteiligen Auftrag. Sie soll für die NATO die Ostseezugänge zuhalten und sichern, damit die Seewege des Nordatlantischen Bündnisses über den Atlantik ungehindert funktionieren. Der Einsatzraum der Volksmarine wird Zeit ihrer Existenz auf die Ostsee beschränkt bleiben. Die Bundesmarine gewinnt an Bedeutung auch im Bereich der NATO-Nordflanke entlang Norwegens, mit der die NATO sich sichert gegen die wachsende Bedeutung der sowjetischen Nordmeerflotte, die von Norden her in den Nordatlantik hätte hineinstoßen können. Zugleich wird, wir haben schon von der Stand-Up-Foreland gehört, der gesamte Bereich des Nordatlantiks für die Marine immer wichtiger. Unser größtes Objekt, die Mölders, spielte häufig in der Stand-Up-Foreland eine große Rolle, aber das wird Gegenstand einer späteren Führung sein. So wie es im Großen diese Konflikte gab, gab es auch im Kleinen zwischen den beiden Streitkräften des geteilten Deutschlands durchaus Konfliktpotenzial. War die innerdeutsche Grenze ab 1961 stark befestigt und im Grunde genommen unüberwindbar, gehörte abseits der Hoheitsgewässer die Ostsee zum Rechtsraum der Hohen See. Das heißt, jeder durfte sie befahren und das bedeutet wiederum, dass sich die Seestreitkräfte von Ost und West dort eben begegneten. Und das führte dazu, dass es mitunter auch zu konfliktträchtigen Situationen kam, wie dieser, die 1987 der Karikaturist Horst Heitzinger darstellt. Was war passiert? Polnische Seestreitkräfte führten vor der Enklave Kaliningrad ein Manöverschießen durch. Westdeutsche Streitkräfte mit dem Tender Neckar beobachteten dieses Schießen. Der Tender wurde vom polnischen Luftzielradar aufgefasst und irrtümlich beschossen. Insgesamt 8 Treffer erhielt er. Es war keine bewusste Provokation, sondern ein Manöverunfall, der aber zeigt, wie fragil dieses Gleichgewicht des Kalten Krieges war, das hier auf dieser Karte so statisch mit den beiden Blöcken Rot und Blau
dargestellt scheint. Ein wesentliches Charakteristikum des Kalten Krieges ist das Wettrüsten in beiden Bündnissystemen. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Überlegenheit hat dieses Wettrüsten, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, am Ende der Westen gewonnen. Es ist aber eine irrtümliche Annahme zu glauben, dass er stets die Nase vorn hatte. Gerade bei der Einführung einer wichtigen Technologie, der Flugkörpertechnologie, hatte eine Zeit lang der Warschauer Pakt die Nase vorn. Dies wurde in einem der schon erwähnten Stellvertreterkriege deutlich. 1967, nach dem Sechstagekrieg, wurde der israelische Zerstörer Elat von einem Seezielflugkörper dieses Typs, einem Styx, versenkt. Mit einem Schlag wurde dem Westen bewusst, dass der Warschauer Pakt über diese Technologie verfügte. Und in Windeseile begann man einen ähnlichen Typ zu entwickeln. Das Produkt war der MM38 Exocet, den wir in einer späteren Folge auf unserem Museumsschnellboot S71 Gepard sehen werden. Wir haben eben über viele Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West gesprochen, der Fokussierung auf die Ostsee, der Integration in die Militärbündnisse. Wir haben auch das Rekrutierungssystem der allgemeinen Wehrpflicht, was sehr rasch nach der Wiederbewaffnung in beiden deutschen Staaten eingeführt wird, als Gemeinsamkeit, wobei es in der Marine eine Besonderheit ist, dass man im Rahmen der Wehrpflicht auf beiden deutschen Staaten eigentlich nur im Rahmen der Freiwilligkeit dann zur Marine kam. Wir haben aber durchaus auch gravierende Unterschiede, und ein gravierender Unterschied ist das Maß an Freiheit, was das jeweilige politische System seinen Bürgerinnen und Bürgern zugestand. Das kann man an diesem Bildnis erläutern. Es ist ein Gemälde im Stil des sozialistischen Realismus gehalten, überschrieben Grenzdienst zur See, zeigt einen Soldaten der Grenztruppen in der Uniformierung der Volksmarine. Und wir sehen eindeutig, dass der Maler uns deutlich machen möchte, dass dieser junge Mann seinen Dienst auch ernsthaft vorsieht. Wachen Auges schaut er unter seinem Stahlhelm auf die Kim, auf den Horizont. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Was uns der Maler aber nicht offenbart ist es die Abendsonne oder ist es die Morgensonne, die das Gesicht des jungen Mannes anstrahlt. Beides wäre richtig gewesen, denn sein Auftrag richtet sich in beide Richtungen. Nach Westen, in Richtung des antiimperialistischen Schutzwalls des sogenannten, soll er aufpassen, dass das Hoheitsgebiet der DDR nicht angegriffen wird. Nach Osten, in Richtung des Hoheitsgebiets der DDR, soll er aufpassen, dass keiner als Republikflüchtling das Territorium ungenehmigt verlässt, anders als im Westen, wo Freizügigkeit herrscht. Deutliche Unterschiede zwischen beiden Streitkräften in West und Ost, zwischen Bundesmarine und Volksmarine, sind in der inneren Verfasstheit der Streitkräfte abseits ihrer Rekrutierungsmethode der Wehrpflicht zu sehen. Während die Bundeswehr sucht, ihre Soldaten mit dem Prinzip der inneren Führung zu politisch mündigen Staatsbürgern in Uniform zu erziehen, ist das Erziehungsideal in der Volksmarine die sozialistische Soldatenpersönlichkeit auf Parteilinie. Auf die Einhaltung dieser Parteilinie wachen die Politoffiziere in den Verbänden. Die Frage der Legitimierung des eigenen Dienstes, die sich in Streitkräften immer auch historisch ableitet, stellt in beiden deutschen Staaten die Herausforderung eines Neuanfangs dar. Keiner kann an die Wehrmacht-Vergangenheit nahtlos anknüpfen. Die Ideale, an die man anzuknüpfen sucht,
sind idealtypisch hier mit diesen beiden Straßenschildern bezeichnet, die übrigens in Berlin am heutigen Bendlerblock, dem Sitz des Bundesministeriums der Verteidigung, aufeinanderstoßen, bezeichnet. Wir sehen hier einerseits das Straßenschild Reichpietsch-Ufer. Max Reichpietsch war einer der beiden 1917 hingerichteten Matrosen der Kaiserlichen Marine. Die Volksmarine sieht in ihm ein Vorbild, eine Figur auf dem Wege zur sozialistischen Gesellschaft. Die Matrosenaufstände von 1917 werden zu Wegmarken der sozialistischen Revolution erklärt. Das kommt in der Namensgebung Volksmarine nach der Volksmarinedivision zum Ausdruck. Das kommt auch in der Filmproduktion, das Lied der Matrosen, zum Ausdruck, die 1958 veröffentlicht wird, in der sozusagen die historische Basis der Volksmarine nacherzählt wird. Im Westen werden die Widerstandskämpfer des nationalkonservativen Widerstandes um Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die im Juli 1944 das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler verüben, zu wichtigen Traditionsstiftern der Marine erklärt. Es dauert allerdings einige Jahre, bis diese Traditionslinie wirklich verinnerlicht wird. Karl Dönitz, der ehemalige Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, bleibt bis zu seinem Tod 1980 eine umstrittene Persönlichkeit, an der sich die Geister scheiden. Die einen sehen in ihm den nur Soldaten, der zu Unrecht in Nürnberg für politische Dinge verurteilt wurde. Die anderen sagen, nur Soldat in einem solch ideologisierten Krieg, in dem die Wehrmacht eine so zentrale Rolle spielte, kann es gar nicht geben. Dönitz wurde zu Recht verurteilt. 1982 spricht der Traditionserlass von Hans Apel hier eine klare Sprache und grenzt ganz klar sich von der Wehrmacht ab. Vielleicht noch wichtiger aber als die Abgrenzung zur Wehrmacht oder mindestens genauso wichtig ist dieses Rekrutierungsplakat der Bundesmarine aus dem Jahr 1956. Mehr erleben, das Mehr erleben ist es überschrieben. Es zeigt den Wesenskern oder wie sich die Bundesmarine so zivil wie möglich versucht zu geben. Die Physiognomie, das Erscheinungsbild dieses Soldaten ist ein völlig anderes als das dieser sozialistischen Soldatenpersönlichkeit, die wir eben gesehen haben, oder der NS-Propaganda. Wir sehen hier einen jungen, fröhlichen, aufgeschlossenen Mann, der Spaß hat am Umgang mit der ihm anvertrauten Technik. Er erlebt mehr als andere, nämlich das Meer. Ein Slogan, wie er aus der Tourismuswerbung hätte kommen können. Und wenn wir uns die moderne Technik genauer anschauen, dann sehen wir eins: Wir sehen moderne Schnellboote, wir sehen moderne Strahlflugzeuge. Was wir aber nicht sehen, sind Waffen. Keine Bombe, kein Bordgeschütz. Die Bundeswehr gibt sich so wie zivil als möglich. Ein weiteres Symbol, in dem das deutlich wird, ist der 10-Markschein, den viele von Ihnen vielleicht auch noch kennen. Er zeigt das Segelschulschiff Gorch Fock, wo im Kaiserreich das Linienschiffgeschwader und die wehrhafte Nationalallegorie Germania zu sehen war, sehen wir hier das zivilste Schiff, was die Bundesmarine aufzubieten hatte. Die Gorch Fock. Gleichwohl hieß die Parole im Kalten Krieg: kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das änderte sich nach der unverhofften Wiedervereinigung. 1989 implodiert quasi der Ostblock. 1990 kommt es unverhofft zur Wiedervereinigung der zwei
deutsche Staaten und mit ihm zu neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen für die Bundesrepublik und die Welt. Sie werden Gegenstand unserer nächsten Videoführung sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.